Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Willkommen beim Blomcast, dem Podcast, der sich um historische Wendepunkte dreht und heute ausnahmsweise mal wieder auf Deutsch. Ich weiß, viele von Ihnen haben darauf gewartet, mal wieder eine deutsche Episode zu haben. Sie haben zwischendurch Ihr Englisch vielleicht etwas aufpoliert. Außerdem haben wir ja immer deutsche Untertitel, aber für heute habe ich einen ganz tollen Gast, auf den ich persönlich mich ganz besonders freue, weil ich ihn immer gerne lese und sehr bewundere und weil ich hoffe, dass unser Gespräch ein bisschen Licht auf Dinge werfen will, die vielleicht ein bisschen Reflexion bedürfen. Herzlich willkommen, Karl Schlögl. Guten Tag. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Herr Schlögl, wir haben gerade schon gesprochen, Sie haben den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Da hat das Komitee wirklich eine glückliche Wahl getan und ich bin sehr gespannt darauf, was Sie sagen werden in Ihrer Rede. Sicherlich wird einiges davon so oder so auch Thema werden. Wir sprechen über Wendepunkte und Ihr Wendepunkt ist der März 2014, die Annexion der Krim, weil das auch für Sie sehr persönlich und für Sie professionell als Historiker, glaube ich, ein echter Angelpunkt geworden ist. Aber bevor wir uns an diesen Angelpunkt begeben, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das hauptsächlich aus Aufsätzen besteht, aus Reflexionen und Sie sagen, Sie seien etwas gestrandet auf der Sandbank der Geschichte. Aber Sie schreiben auch, man wird nicht als Russland-Historiker geboren. Sie haben ein ganzes professionelles Leben Russland und besonders also das intellektuelle Leben Russlands erforscht und recherchiert. Aber wie kommt ein Bauernbub aus Bayern dazu, Russland-Historiker zu werden? Ja, es gibt auch retrospektiv gesehen keine Logik darin. Es ist aber auch nicht der bloße Zufall aus heiterem Himmel, sondern, wie man so sagt, es hat sich ergeben. Und ich glaube nicht, dass es eine retrospektive Logifizierung ist. Ich könnte Ihnen einfach nur erzählen, wie es dazu gekommen ist. Da kommen einige Momente zusammen. Und ja, mit dem Allgäu, ich habe keine familiären Beziehungen zu Russland oder zur Sowjetunion gehabt. Ich hatte vielleicht ein Interesse an den östlichen Dingen, äh, wie das war nach dem Krieg. Es kamen nach dem Krieg Flüchtlinge in diese wild abgeschiedene Welt des Allgäus und Flüchtlinge aus Mähren, Böhmen, Schlesien. Diese Leute haben mich sehr interessiert, schon bevor ich überhaupt in der Schule war oder dann auf den Gymnasien. Diese andere Welt, die damit ins Dorf gekommen ist. Aber es kamen verschiedene weitere Dinge dazu und ich habe das Glück gehabt oder es hat sich so ergeben, ich war auf einer Benediktinerschule, in die es auch ähm einen Flüchtling aus Osteuropa verschlagen hatte nach dem Krieg, aus Białystok, ein äh, Deutscher, einen polnischen Staatsbürger, der nach 45 in der amerikanischen Zone geblieben ist. Und wir hatten nach Griechisch, Latein, Englisch und Französisch eben die Möglichkeit, die in Bayern wirklich ausnahmsweise und selten war, Russisch zu lernen. Und daraus ergab sich dann sehr viel, äh, eine Bekanntschaft mit der russischen Literatur äh, und was wirklich damals sehr selten war, äh, die Klasse vor dem Abitur entschied sich, eine Reise nach Russland zu organisieren und sodass wir diese Klasse ungefähr 6 Wochen eine selbstorganisierte Reise unternahmen dorthin.
über München, Wien, Budapest, Miskolc, äh, Mukatschewo, Lemberg, Kiew, Charkiw, Charkow sagte man damals, ähm, Moskau, und dann, sozusagen der Wendepunkt Sergej Posad, damals hieß das Sagorsk, den großen Klosterkomplex und dann wieder zurück. Und, diese Reise, hatte einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht und, das war so eine Erfahrung, dass es also so interpretiere ich das und es ist, glaube ich, keine Stilisierung. Es war die Erfahrung, dass es jenseits also diese Allgäuer, bayerischen, vor allem bundesrepublikanischen Welt eine a ganz andere Welt gab, die, aufregend, interessant war und, die mich dann eben ein langes Leben beschäftigt hat, obwohl und das gehört eben auch dazu, ich parallel, zu der Reise in den ehemaligen Ostblock und in die Sowjetunion sehr früh parallel immer in den USA gewesen bin, die, eben eine ganz andere Welt waren, die mich ebenso fasziniert hat. Ähm, ja, ähm, ich habe eine Sache vielleicht vergessen. Ich war ganz früh also, ich hatte gerade meinen ersten Pass bekommen in Prag, 65 und, die Reise nach Prag war, wie soll ich sagen, fast so etwas wie eine Initiation, nämlich zu sehen wiederum, dass es jenseits, äh, Westdeutschlands, jenseits der Bundesrepublik eine ungeheure Stadt gegeben hat, die damals grau und, in einem kritischen Zustand war, aber eben eine große Stadt, eine große Metropole, die, ohne dass ich es damals wusste, eben, äh, das Zentrum, Herz, Gesicht, Mitteleuropas war. Also, lange vor dem Mitteleuropa-Diskurs hatte ich eine Ahnung, was da eigentlich war, jenseits, von Osteuropa, jenseits von Westeuropa, jenseits von Ost und West. Und ich glaube, dass dieses Parkerlebnis, und die frühe Reise in die, Sowjetunion entscheidend gewesen sind und es hat sich dann vieles, wie soll man sagen, angereichert und vertieft und hat sozusagen noch andere Erfahrungen zusammengebracht. Und, Sie werden es vielleicht komisch finden, aber ich habe das nicht erfunden, sondern es war einfach so, ich habe von, diesem Allgäuer Dorf aus einen Brief geschrieben an Nikita Chruschtschow, in 62, 63, also kurz bevor er dann, zum Rücktritt gezwungen wurde. Was haben Sie ihm geschrieben? Ich habe geschrieben, dass ich, ähm, Radio Moskau gehört habe, also auf einem Radio. Es war damals noch ein Volksempfänger, also mit diesem grünen Auge und, dass mich, die russische Literatur interessiert. Und ich bekam dann tatsächlich ein paar Monate später 2 große Bücherpakete, also die hat der Postbote ausgetragen mit, mit, also ich entsinne mich hauptsächlich an 2 Titel. Das eine war Dzień Poezji, also der Tag der Poesie, das in den das war ein typisches Produkt der 60er Jahre und der 60er Generation, also mit diesen Dichtern Jewtuschenko, Wosniewski und anderen, die auf dem Majakowski-Platz in Moskau, also ihre Gedichte rezitierten, also sozusagen der Sound, des Tauwetters, der Sound, des,
der Sound des Aufbruchs eigentlich dieser Generation, die dann, sozusagen aufgebrochen ist, aber, äh, nicht Erfolg hatte und denen eigentlich noch einmal das Leben gestohlen wurde. Das war das eine. Das andere war Wsewolod Kotschetow, ein, stalinistischer Romancier, ähm, also 2 dicke Bände. Das war so das, was, Radio Moskau oder die Abteilung, die für die Betreuung ausländischer Zuhörer zuständig war, mir geschickt hat, aber mit einem ordentlichen Begleitbrief und, ja, also das ist, nicht erfunden, aber das war eben diese Verbindung, die man damals herstellen konnte und die aufregend und interessant war. Sie waren als junger Mann sehr involviert in linke Politik. Ähm, war das schon zu der Zeit, als Sie dann die Sowjetunion bereist haben? Und wenn ja, was hat die Konfrontation mit der sowjetischen Realität mit Ihren politischen Idealen getan? Es war so, dass, in den letzten Jahren, des Gymnasiums, es fing ja bereits eine andere Zeit an. Also, ich entsinne mich, dass wir damals alle noch den Rheinischen Merkur lasen, aber man las auch schon, jedenfalls, war das in diesem Internat so, man las dann auch die Zeit und man las die Süddeutsche Zeitung und man bekam schon etwas mit, dass sich da etwas änderte. Also, wir haben zum Beispiel die, Übertragung des Prozesses in Jerusalem, mitbekommen, Eichmann. den Eichmann-Prozess. Also, wir gingen, ich glaube, Montag, nach 7:45 nach den Nachrichten gab es immer diese Viertelstunde Übertragung und man bekam mit, dass sich etwas tat und es gab dann diese, typischen Absetzbewegungen und neuen Lektüren. F Ich meine, das hört sich fast an wie 'n Klischee, aber dass man eben angefangen hat, Nietzsche zu lesen. Äh, Das war so die Signatur für einen Richtungswechsel in Lektüren und es war ungemein, interessant, und neu und, also da, begann eigentlich schon so die, äh sozusagen die Öffnung, zu einem anderen Kapitel in der bundesrepublikanischen Welt. Das war noch nicht kritische Theorie und die entsprechenden Lektüren, aber es gab so ein Interesse, und man war, stimuliert von sozusagen einem neuen Ton. Ich muss das sagen, für mich war einfach waren die ersten Gedichte von Magnus Enzensberger. Das war so, der Ton, ohne dass man schon wusste, worauf das hinausläuft. Es war ein anderer Ton, über das zu sprechen, was in der Bundesrepublik war. Und, dazu gehörte auch zum Beispiel wieder der Auftritt von Jewtuschenko in München. Er machte damals, seine Deklamationsreise durch die Bundesrepublik. Ein sowjetischer Dichter. Ein sowjetischer Dichter, einer dieser, 60er Dichter, die einfach eine ganz neue Welt eröffneten, einen Ton dafür fanden. Und er hat, damals ja auch in der Bundesrepublik deklamiert, Stalins Erben, also dieses, Gedicht im Zusammenhang mit dem, ich glaube, dem 21. Parteitag, also der Entfernung von Stalin aus dem Mausoleum und sehr, sehr bedeutend, das, Poem Babi Yar, wo zum ersten Mal, wir überhaupt mitbekommen haben, dass es das gab, dass es Babi Yar gab. Also, äh, sozusagen die Konfrontation mit, den deutschen Massenverbrechen, über ein, äh
Poem in russischer Sprache, die Begegnung mit dem, was in Kiew passiert ist, über das Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko. Und, also, es kam dann so, ich habe dann, auf diesem Hintergrund, also, mich für Kriegsdienstverweigerung entschieden, und habe dann meine 18 Monate, in einer Universitätsklinik in Bonn, absolviert, eine ungemein, wichtige und interessante Zeit. Bonn war damals auch so einer der bewegten Orte, Regierungsstadt natürlich damals, Hauptstadt. Regierungsstadt, aber eben auch ein Zentrum der, Studentenbewegung. Und, von da aus ging ich dann, nach Westberlin, ähm, sozusagen der Zeit dem Sound der Zeit folgend. Und, ich war nicht, sozusagen einer der, äh, Erfinder oder Aktivisten oder Pioniere der Studentenbewegung. Dazu war ich vielleicht 2 Jahre zu jung. Es war sozusagen dort schon vorbei, und ich kam in die Nachstudentenbewegungsszene hinein, wo es eben darum ging, was soll man tun, wenn sozusagen die große Bewegung zu Ende ist? Äh, wie, geht es weiter? Und das war die ganze Diskussion um Organisation, nach der Studentenbewegung, Organisation, äh, der Arbeiterbewegung, Aufbau, der, Arbeiterparteien unter verschiedenen Namen, Proletarische Linke, Parteiinitiative, so wie das eben überall in Europa war mit Lotta Continua, mit La Cause du Peuple, Gauche Prolet Und natürlich auch mit der Radikalisierung, mit der Roten Armee-Fraktion und ähnlichen Gruppierungen. ja, ich habe das auf dem Campus ja mitbekommen, die Befreiungsaktion, äh, von Bader und, Teach-Ins, wo einige der Akteure auch noch, präsent waren. Aber es gab so etwas, jedenfalls in der Fraktion oder in den Fraktionen, mit denen ich zu tun hatte, dass, die Linie des, individuellen Terrors, zu nichts führte. Und, ich war in gewisser Weise immunisiert, gegen diese, Linie der Politik, sondern, sozusagen alles ging in eine sehr ziemlich rigide, auch intellektuell und moralisch rigide, Fraktion, die es eben mit dem Aufbau der kommunistischen Partei ernst meinte. Und das schloss ein, dass man aus Westberlin herausging, dorthin, wo, ähm, sozusagen die Entscheidung fallen sollte, ins Ruhrgebiet, wo man der Arbeiterklasse nahe war. Und also das ist ein ganz eigener, äh, politisch-ideologisch-mentaler Komplex, der verschiedentlich auch schon bearbeitet worden ist. Herr Schlögl, Sie waren dann auch an der Lomonossow-Universität in Moskau und Sie sind zurückgekommen und Sie haben etwas gemacht, was sehr überraschend ist, was wir auch gemeinsam haben, aber vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen. Sie haben keine Uni-Karriere gemacht zu Erdfang. Sie sind nicht an die Uni gegangen, haben so viel wie möglich publiziert, um so schnell wie möglich zu einer Professur zu kommen und sich durch die Assistenzjahre gequält. Sie sind später berufen worden an eine Uni, aber damals haben Sie sich dagegen entschieden oder war es schwierig für Sie, da Fuß zu fassen? Der Moskau-Aufenthalt war, ganz, ganz wichtig für mich. Also, ich hatte zwar ein, Stipendium, eine Forschungsarbeit zu machen über die russische Intelligenz, aber der Aufenthalt in Moskau selber hatte, wie soll ich sagen, eine epistemologische, Bedeutung für mich, weil es nach also dieser strengen Zeit, der einer sehr doktrinalen, Denkweise und Arbeitsweise, es war eine Zeit des, Freiwerdens, und
sozusagen eines, Spurwechsels, oder eines Heraustretens aus einer, geistigen Verfassung, die also, das ist für mich ein sehr wichtiger Einschnitt gewesen, und zwar in einer, doppelten Hinsicht. Ich habe, sozusagen Revue passieren lassen oder, ähm, bin hatte die Möglichkeit, mich aus dieser, doktrinalen Welt, zu verabschieden oder das loszulassen. Und, die Form, in der das passiert ist, war die Auseinandersetzung mit, den Schicksalen der, russischen Intelligenz. Ich habe mich damals, beschäftigt mit, der sozusagen der Reflexionsphase, eigentlich der wichtigsten russischen Intellektuellen, vor der Revolution, also Leute wie, Berdjajew, Isgojew, ähm, Semyon Frank und andere, die 1909 meines Erachtens eine der bedeutendsten, sozusagen intellektuellen Reflexionen, veröffentlicht haben in den Wegzeichen, in einem Band, der spektakulär gewesen ist, der großes Aufsehen erregt hat und eine Erschütterung eigentlich, ähm, darüber, dass, die russische Intelligenz, mit ihrem Projekt, äh, der russischen Revolution, gescheitert ist. Und, diese Debatte, nach 1909, die dann immer weiterging, auch, über die Revolution hinweg, mit folgenden, Bänden, das war eigentlich das Medium einer, Selbstverständigung. Also, die Übersetzung und die Edition, die hat mir geholfen, mich, in einen Selbstreflexionsprozess, der Intelligenz, der russischen Intelligenz, hineinzubegeben. Und, daraus ist dann, vieles geworden, was gar nicht beabsichtigt war. Also, nicht nur die Edition dieses, wirklich sehr bedeutenden, Textes, sondern, ich, trat dann hinaus aus der puren Intelligenzgeschichte und Reflexionsgeschichte in den Ort, in dem sich das alles abgespielt hat, also die, Petersburger Szene des ausgehenden silbernen Zeitalters. Und ich merkte, dass eine isolierte, Intelligenzgeschichte eigentlich nicht das ist, äh, worauf es hinauslief, sondern es war die Geschichte und ich meine, da sind wir uns sehr nahe, sozusagen die Rekonstruktion einer intellektuellen, kulturellen Welt, äh, noch einmal sich das ganz neu, vor Augen zu führen. Und, herausgekommen ist ja dieses Buch, „Jenseits des großen Oktober", mit Petersburg als Laboratorium der Moderne, also die Zeit zwischen 1909 und 1921. Also die Zäsur von 1917, dieses eiserne Datum in gewisser Weise unterläuft oder darüber hinweggeht und versucht, eine Zeit, ähm, des Aufbruchs, aber auch der biblischen Schrecken, äh, zusammenzubringen. Und, das war für mich ein historiografisch, aber auch intellektuell, für mich selbst ein ganz bedeutender Vorgang, hinauszutreten in die Offenheit, der Geschichte und, was wirklich ein Geschenk, der Situation war, es war für mich, die Zeit, in der, nebenher ein Buch entstanden ist, das für mich, kardinal, geworden ist. Ist in dieser Zeit des Moskauer Aufenthalts, also 81, 82, habe ich ja „Moskau lesen", geschrieben. Und, das war für mich, wie soll ich sagen, die Verabschiedung aus der Fixierung, äh, aus einer Textfixierung und das Hinausgehen in eine Welt, äh, sozusagen die Welt, in der man war, sich vor Augen zu führen und lesbar zu machen.
Und ich hatte damals nach Moskau mitgenommen ein paar Bücher, wo ich hoffte, sozusagen eine Stütze, zu finden oder eine Hilfe. Ich kann das ganz genau sagen. Es waren 3 Bücher. Das eine, es war gerade von Karl Czauski erschienen, Vienna, Fin de siècle, Kultur. Äh, also dieses Buch war sehr bedeutend für mich, um, sozusagen, zu gucken, wie man eigentlich Geschichte, schreiben kann. Eine Orts eine intellektuelle Geschichte, die aber auch Straßenräume, öffentliche Räume, Museen, ich meine, Sie kennen das alles, da sind wir uns wahrscheinlich, früh begegnet. Dann hatte ich mitgenommen, Habermas, die Theorie des kommunikativen Handelns, das ich wirklich durchgearbeitet habe, äh, also, weil ich ja wusste, wie, bedeutend und, war für mich immer bedeutend. Aber es stellte sich heraus, das ist nicht der Weg, intellektuell, den ich gehen würde, äh, sondern da war ich, in einem anderen, äh, intellektuellen, äh, Resonanz und Diskursraum. Das hatte viel mit meinen philosophischen Lehre zu tun, mit Helmut Fleischer, der einer ganz anderen Denkrichtung, angehört und über den ich auch noch etwas sagen könnte. Und es war drittens, es war gerade, publiziert worden, von, Gary Smith, das Moskauer Tagebuch von Walter Benjamin. Und, diese Prosa, von dem Benjamin, auf den Ort bezogen, das war ein ungeheures Erlebnis. Und, ich muss sagen, es war nicht eigentlich die Philosophie. Äh, und es gab damals ja eine ungeheure Benjamin, Renaissance oder Entdeckung, sondern es war die Prägnanz, äh, also der benjaminischen Prosa, in der Begehung, Erschließung, äh, sozusagen, eines Moskaus. Das hat mir die Augen geöffnet und hat mich, sprachlich, ich meine, es gab ja vorher schon, andere Städteporträts, aber dass jemand wie Benjamin so genau, eine Welt erkundete, so diszipliniert eine Raum und Geschichtserkundung, betrieb. Also, ich würde sagen, das Moskauer Tagebuch war, ein eine große und faszinierende Entdeckung, was jemand mit genauer Beobachtung und Sprache machen kann, ja? Sodass ich sagen würde, diese 3 Bücher, die ich im Zug, mitgenommen hatte, also das war, ein großes Erlebnis und, äh, so eine Art, auch, sich hinausarbeiten in eine andere Form, der Welterkundung und der Lösung von Texten, ja? Und, diese Moskau lesen, das hatte sich ergeben eigentlich nicht so sehr über die Lesbarkeit der Welt, also dieses, andere berühmte Buch, sondern «Lire le Capital» von Althusser war es inspiriert. Also, ich wollte nicht das Kapital lesen, aber ich kannte, diese Lektüre, sondern, Moskau lesen, einen und daraus hat sich dann fast alles Weitere ergeben. Also, die Stadttexturen lesen, das als Text zu nehmen, um, geschichtliche Räume, zu erschließen. Und, es war dann eben so, dass fast alle weiteren Bücher, also nach dem Petersburg-Buch, dem Moskau-Buch, es waren immer ortszentrierte, raumzentrierte, ortszentrierte, Zugänge zur Geschichte. Also, das betrifft dann auch das russische Berlin, sozusagen eine deutsch-russische Beziehungs-Kulturgeschichte, aber eben wiederum festgemacht an einem Ort. Und es betraf, muss ich sagen, vor allem, Moskau 37,
also die, Geschichte, äh, dieses, na ja, was für meine politische Generation einer der rätselhaftesten Vorgänge war, ähm, nämlich, die Moskau in den 30er Jahren. Was passierte da eigentlich? Und, das traf sich dann ähm, den äh, mit dem, was sich in den Moskauer Küchen abspielte in den 80er Jahren. Also, das war einfach die man kam nicht um dieses Thema herum. Man war umgeben von Freunden, Kollegen, Altersgenossen oder auch, äh, der Generation davor, die alle mit diesem Jahr zu tun hatten. Also, deren Eltern, Verwandte, Freunde, äh, umgekommen sind, umgebracht worden sind. Äh, also, wo sich die große Geschichte, die man aus den Büchern kannte, Conquest und Köstler und, alle anderen, ähm, wo das, sozusagen mit, dem Schicksal, also der nächsten Freunde und, Bekannten, zusammenkam. Und Dieser Zugang zur Geschichte, der so wirklich buchstäblich aus der Bibliothek rausgeht, wird oft von den lieben Kollegen mit einiger Skepsis gesehen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal versucht, etwas Ähnliches zu schreiben über das Paris der Aufklärung und dem Salon von Baron d'Holbach, und ich erzählte irgendeinem Kollegen, dass ich im Salon gestanden hätte, wo diese Abende stattgefunden hatten. Und dass es, wie ich es in den Archiven gesehen hatte, die falsche Hausnummer tradiert worden war und das eigentliche Haus war ein anderes. Und er fragte mich, warum ist das interessant? Und ich fiel aus meiner Palme, weil für mich dieses Haus so viel sagte über den Charakter seines Besitzers, den Geschmack seines Besitzers, die Bescheidenheit seines Besitzers etc., dass es für mich ein sprechender Ort war. Aber sprechende Orte sind hart zu quantifizieren, und deswegen ist es eine Methode, die vielleicht sich nicht so wahnsinnig wissenschaftlich durchgesetzt hat, obwohl sie wunderbar fruchtbar sein kann. ja, das, deckt sich mit meinen Erfahrungen natürlich auch. Ähm, aber ich bin inzwischen, wie soll ich sagen, ähm es macht mir nichts mehr aus. Und, es hat ja man hat sich ja Zeit gelassen und man hat, äh es hat sich dann so ergeben, dass man, diese Erfahrung für sich zusammengefasst hat und die auch eine theoretische Form gegeben hat. Also, ich habe das, mit dem Parzival-Zitat „Im Raume lesen wir die Zeit“, äh, für mich, zusammengefasst, dass es endlich an der Zeit ist, die Bedeutung, der räumlichen Dimension und des Ortes, des Schauplatzes, des der Bühne, des Handlungsraumes, in die Geschichtsarbeit zurückzubringen. Und zwar, äh, im großen Stil, und selbstbewusst. Und, das war jedenfalls im deutschen Sprachraum und, Diskursraum ja gar nicht einfach, weil die ganze Frage, äh, äh, des Raumes, des Ortes, des Raumes dermaßen kontaminiert war durch die NS und Faschismus-Geschichte, dass, man damit gar nicht mehr arbeiten konnte. Diese Sphäre und dieser Raum war kontaminiert und, es war in den 50er, 60er Jahren einfach nicht mehr möglich, überhaupt über Raum zu sprechen. Also, es gab den Ostraum, es gab das Volk ohne Raum, es gab den Lebensraum. Also, die ganze, Tradition des Raumdenkens, war, kontaminiert, verdorben, und es bedurfte einer richtigen, reflektierten Anstrengung, diese, Kategorien wieder in Betrieb, zu nehmen, ja?
Und, es ist ja so, dass, äh, also, äh, ich die Städtebilder von Benjamin, und das alles, äh, das hat mir, geholfen, aber es geht viel weiter zurück. Ich habe eine ganz späte Entdeckung, also mit Hilfe von Hans Magnus Enzensberger, zu Humboldt. Alexander von Humboldt ist also alles, wenn man mit ihm auf Reisen geht, das ist eine, äh eine Weise der Entdeckung und Erschließung der Welt, die natürlich auf eine, Histoire totale hinausläuft, ja? Und, diese, Linie, des Raumdenkens, die natürlich, viel älter ist und wenn man so will, kann man das bei Herodot schon finden. Alexander von Humboldt, äh, über über Simmel und, zu Walter Benjamin, das ist eine Linie, ja. In Deutschland war, diese Linie untergegangen und verschwunden. Aber in Frankreich gab es zum Beispiel noch viel stärker. Ja, in Frankreich gab es, diese starke, selbstbewusste und ungemein produktive Linie der annalen Leute. Und, in Deutschland, ich würde sagen, es war eine richtige, Schwerarbeit, sozusagen wieder, ich will nicht sagen ein unbefangenes, sondern ein reflektiertes Verhältnis zu finden. Ich möchte Sie mitnehmen an einen besonderen Ort für diese Lektüre der Orte. Wir wollen uns unserem Wendepunkt März 14 annähern. Ein Jahr vorher, in 2013, stand ich auf dem Roten Platz in Moskau. Ich war dort, um einen Film zu machen und wir wollten den Kreml als Kulisse für eine Moderation benutzen. Und da war auf dem Roten Platz aufgebaut eine Bühne und ich sah mir das alles etwas befremdet an und da waren edle Ritter und Jungfrauen in weißen Gewändern und ein Orchester mit E-Gitarre und Balalaikas spielte und ähm, wie heißt er in der russischen Kirche, Kirill, der Patriarch war dort und dann Abgesandter von Putin und es stellte sich heraus, dies war die Feier, also eine etwas musicalhafte Feier mit dieser Bühnendarbietung, schon wunderbar verkitschte russische Geschichte. Es war die Feier einer besonders heiligen Ikone, die aus Kiew leihweise nach Moskau gekommen war. Und die Redenden auf der Bühne beschworen die historische Einheit von Kiew und dem Kiewer Rus mit Russland. Und es entstand sehr stark der Eindruck, die Ukraine ist eigentlich gar kein Land und hat schon immer zu Russland gehört und wird immer zu Russland gehören. Das war wenige Monate vor der Invasion der Krim. Haben Sie auch solche Inszenierungen gesehen und hätten wir alle klüger sein sollen, bevor das passierte? Ich habe solche Inszenierungen auch gesehen und ich habe natürlich, beobachtet, wie, die orthodoxe Kirche sozusagen die Szene, neu besetzte. Also, in Moskau selbst, eine Kathedrale, die 1932 gesprengt worden war, innerhalb von 5 Jahren neu gebaut wurde, an einem Ort, den ich noch kannte als große Baugrube, als, Schwimmbad. 5 Jahre später, stand dort, finanziert von den Oligarchen, Moskau-Oligarchen, die Christ-Erlöser-Kathedrale. Und, man konnte das einerseits als Wiedergewinnung, einer, zerstörten und, vergessenen und ignorierten und diskriminierten, Geschichte sehen, aber es war eben auch bereits etwas anderes im Gang, nämlich, die Besetzung des nach dem Ende des Sozialismus frei gewordenen Platzes durch, die orthodoxe Kirche. Ich habe das, wohl gesehen.
Ich muss aber sagen, ich habe es nicht wirklich so ernst genommen, wie es, äh, ernst genommen werden musste. Und, ich würde sagen, äh, äh, oder oder ich versuche es mir so zu erklären, ich war nicht ich hatte mit, sozusagen den Putin-Inszenierungen nichts zu tun. Dazu war ich zu eng mit, der kritischen Öffentlichkeit und den Memorialleuten und so weiter verbunden. Meine Zuversicht ergab sich eigentlich daraus, dass ich glaubte, dass die russische Gesellschaft, äh, resilient oder immun sein würde, gegen, das, was dann in 2014 passierte, nämlich eine nationalistisch-chauvinistische Mobilisierung, die auch vor dem Krieg nicht zurückschreckt. Ich war zuversichtlich, dass die russische Gesellschaft, ähm, so sehr mit sich selbst beschäftigt sein würde, mit der Einrichtung des Lebens nach diesen tumultuarischen Entwicklungen, der späten 80er und der 90er Jahre und dass sie mit der Einrichtung des Lebens so vollständig beschäftigt und absorbiert sein würde, äh, und mit, wenn man so will, mit der Normalisierung, äh, der eigenen Lebensverhältnisse, dass sie nicht sich auf Abenteuer einlassen würde. Und der Hauptirrtum, äh, den ich mir erkläre, war, dass ich diese äh, Gefestigtheit, dieses Hineingehen in die Bewältigung des Normalalltags, durch die russische Gesellschaft, wenn man diesen Terminus gebrauchen will, dass ich das, überschätzt habe. Und, also, es war nicht ein Vertrauen in irgendwelche Reformen oder Vertrauen in, das Putin-Regime, dass sie die Modernisierung hinkriegen würden, sondern es war ähm, meine Zuversicht, dass die Russen mit der Bewältigung ihres ganz gewöhnlichen Alltages beschäftigt sein würden und sich nicht auf das Abenteuer eines Krieges einlassen würden. Aber damit hatten Sie doch vielleicht mehr Recht, als Ihnen lieb war, denn soweit ich das begreife, war der Deal, dass wenn man die Politik Putin überlässt, dann kann man nicht nur als Oligarch gut Geld verdienen, sondern auch als Bürger relativ ruhig leben und sein Leben einrichten. Ist nicht genau das, was passiert ist? Ich meine, man sieht ja wenige begeisterte nationalistische Mengen auf der Straße, die Hymnen singen auf den Ukraine-Krieg, sondern die Leute wollen einfach in Ruhe gelassen werden und ihr eigenes Leben leben und kümmern sich nicht darum, was da in ihrem Namen. Ja, wenn man so will, äh, die die Depolitisierung oder die Entpolitisierung, ich habe die in den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren als positiv angesehen, dass die Leute sich endlich, mit ihren eigenen Dingen beschäftigen, mit der Bewältigung, äh, des ganz gewöhnlichen Lebens. Aber gleichzeitig war es eine Freigabe, dass man die Politik eigentlich, äh, denen da oben überließ und dass es eine, politische Apathie und ein Gewährenlassen gegeben hat und das ist auch jetzt der Fall. Es gibt, ein kleines Segment, was enthusiastisch, diesen Pseudopatriotismus kultiviert und den Krieg will und den Krieg, äh, will und feiert. Das gibt es, aber die dominierende, äh, also wenn man das generalisieren kann, Haltung ist, ähm, das ist nicht gut, aber wir machen nichts dagegen. Wir Wir tragen das irgendwie mit, aber wir hoffen, dass es, zu einem Ende kommt. Ja, also keine enthusiastische, aber man lässt ihn gewähren und man vertraut, dass es irgendwie ein gutes Ende gibt und, den Enthusiasmus
den die Russen nach den Besuchen von Witkow und, den Aussichten auf einen Deal mit Trump, bezeichnet das eigentlich. Äh, Irgendwie die Hoffnung, dass es doch ein gutes Ende nimmt. Aber, die Situation jetzt, und die ist ungemein schwierig, sie analytisch überhaupt zu fassen zu kriegen, ist, dass es, äh, eine Koexistenz von, normalem Leben gibt, ja? Und wenn Sie in den großen Städten sind, Sie kriegen außer den großen Plakaten und, den der Werbung, ja gar nicht mit, dass es einen Krieg gibt. Ja, die, hauptstädtischen Theater, Cafés, Einkaufszentren sind voll, ja? Leute, die, zu Besuch in Moskau sind, die können nicht, verstehen, dass neue U-Bahn-Stationen eröffnet werden, dass, das Leben läuft. Aber es ist so, dass es gleichzeitig eine barbarische Kriegführung gibt, die, die man im Fernsehen auch mitbekommt. Also, ähm, ich, sage zum Beispiel Leuten, mit denen man sich unterhält, sie sollen wirklich sich einen Abend oder mehrere Abende, sich, die Moskauer Fernsehkanäle ansehen. Es ist nicht einfach Propaganda, Desinformation, sondern es ist ein Ton, der Verhetzung, die, für uns unvorstellbar ist. Verhetzung, das heißt, ähm, die sich überschlagende Stimme, wenn sie, über Europa redet, die, äh, äh die, wie ein Meteoritenschwarm die Nachrichten über das, was an der Front passiert. Und diese Koexistenz von, Normalität, die weitergeht, und der wirklich barbarischen, Kriegführung, die mit, äh, Tausenden von Toten, die ins Feuer getrieben werden, die mit der Erschießung von, Kriegsgefangenen verbunden ist, die mit Tag und Nacht Angriffen auf die Zivilbevölkerung, also auf die großen Städte der Ukraine verbunden ist und die den Zuschauern nicht entgeht, denn das Fernsehen feiert diese Angriffe. Denn man kann die Angriffe auf Charkiw und auf Kiew, kann man, jeden A oder auf die Dörfer, Pakrovsk jetzt, das kann man jeden Abend im Fernsehen mitbekommen. Und wie bringt man analytisch zusammen, sozusagen das Weiterlaufen, des normalen Lebens mit einigen Verknappungen? Man kriegt vielleicht keine westlichen Autos mehr, dafür gibt es, immer mehr Chinesen auf den Moskauer Straßen. Also, die Weiterführung der Normalität und, eine wirklich barbarische Kriegführung. Und es klingt jetzt wie eine Ausflucht, wenn ich sage, eigentlich gibt es solche Situationen. Äh, Wir kennen das, dass Gesellschaften beides, sozusagen durchmachen und aushalten. Also, wir hatten jetzt gerade den Jahrestag, des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Äh, Als die Deutschen einrückten in Polen und dann in allen anderen europäischen Ländern, die Cafés auf dem Kurfürstendamm waren voll. Es gab Modeschauen, es gab, Kinopremieren. Das heißt, es gab historische Situationen, in denen das eine neben dem anderen lief. Und, die Frage ist, wie funktioniert das? Wie, entwickelt sich das? Und, also mein Ceterum censeo ist, natürlich auch wieder ein ganz hilfloses. Man muss, hineinhören, in diese Blackbox dieses Riesenlandes, was sich da eigentlich tut.
Und ich glaube, dass, die Größe des Landes wirklich eine ungeheuer wichtige Rolle spielt. Die Leute in Irkutsk oder in Jekaterinburg oder in Wladiwostok, für die ist diese Kriegsfront, ja, also dieser Malstrom von Grausamkeiten und Getöteten und Angegriffenen, das ist ganz weit weg. Sie sagen, das ist ganz weit weg, aber Sie sind ein Historiker, der sich auch sehr stark macht für das Konzept der Zeitgenossenschaft. Was hat die Annexion der Krim und was hat der folgende volle Krieg, die volle Invasion der Ukraine in 22, Entschuldigung, was hat es mit Ihnen gemacht persönlich und Ihren, sagen wir, intellektuellen Orientierungssteinen, Ihrer, Sie schreiben in Ihrem Buch ein Kapitel Ordnung im Kopf, Unordnung in der Welt. Wie ist es, wenn die Ordnung der Welt nicht mehr mit der im Kopf übereinstimmt? Na ja, das ist, eine eine Erschütterung, die äh, die man annehmen kann, der man sich auch verweigern kann. Ähm, und, äh, ja, sie anzunehmen heißt, sich einer Welt, die man sich bis dahin, aus guten Gründen zurechtgelegt hat und die ja auch keine Illusion war. Die Friedenszeit war keine Illusion. Und der Fall der Mauer und die Öffnung, des östlichen Europa und, die Blüte, der Städte, und das Aufblühen von, gesellschaftlichem Leben, das war keine Illusion, sondern das gab es wirklich. Und, die Frage ist, ob man Schritt gehalten hat äh, der weiteren äh, mit der weiteren Entwicklung. Ähm, für mich war der Hauptpunkt, muss ich sagen, ähm, eigentlich nicht, dass es einen, Konflikt, zwischen also den Herrschaftsambitionen, von Putin und der Bewegung auf den Straßen in den ukrainischen Städten gegeben hat, also die Revolution der Würde, äh, das nicht. Sondern was für mich, schockierend war, und ich glaube, das ging nicht nur mir so, ist, dass der Krieg wieder da war. Also die Erfahrung, des Krieges. Und damit meine ich, äh, unsereins oder ich jedenfalls, wir sind, in einer sehr geschützten Zone, groß geworden. Wir haben ein ganzes Leben verbracht, geschützt, ähm, ohne dass wir viel darüber nachdenken mussten. äh, Friedenszeit gewohnt und auch insofern Friedenszeit verwöhnt. Und plötzlich machen wir eine Erfahrung, nämlich dass der Krieg eben nicht nur eine Tagesschau-Nachricht, nicht nur ein Film ist, nicht nur, eine Vietnam-Reportage, ja? Also, ich ging ja damals auf die Straßen, Vietnamkrieg und so weiter, sondern dass es eine Tatsache in Europa war. Und ich muss Ihnen sagen, für mich war, diese Reise im Frühjahr, 2014, und die Augenzeugenschaft in Donezk, als, die, äh, Agenten und die Leute sind ja alle inzwischen bekannt, Girkin und andere, die die Verwaltungsgebäude gestürmt und besetzt haben. Also, es war kein Volksaufstand, sondern es war eine groß angelegte, inszenierte. Eine False Flag Operation. Ja, äh, das ist ja alles, von den Leuten inzwischen selbstbewusst, zugegeben und enthüllt worden. Also, die Erfahrung, dass, von heute auf morgen etwas passiert, womit wir ein Leben lang nichts zu tun gehabt haben. Und, ich habe das, damals in diesem Frühjahr in, Charkiw, in, Donezk, in Mariupol erlebt. Und, ich habe es, eben später und ich bin ja jetzt regelmäßig da gewesen. Es sind Erfahrungen, die einfach neu sind und denen man zunächst nicht gewachsen ist. Also,
Ich gehe durch die Innenstadt jetzt von Charkiw, ja? Ich kenne diese Stadt ziemlich gut, ja? Ich kenne manche Straßenzüge Haus für Haus, weil mich eben dieses, sehr interessiert. Und, wenn man dort jetzt, geht und sieht, dass ganze Straßenzüge, zerstört sind, mit aufgerissenen Fassaden, oder in diese großen Siedlungen mit den Wohnblocks geht, mit, geschwärzten Fassaden, mit herausgesprengten Fenstern und so weiter, mit, Liften, die nicht mehr funktionieren. Das ist eine Erfahrung, die oder, ich habe zum ersten Mal, dann in nach 22, die wie sagt man, die, Alarmmeldungen, die Alerts auf dem Handy mitbekommen und auf der Straße und die Anweisung, dass man sich in den nächsten, Keller begeben soll. Also, für mich waren die Straßenzüge, die zerstörten Straßenzüge in Charkiw, das war dann eben nicht nur, Weltkrieg 2 Bild und Foto, sondern es war eine Wirklichkeit, ja, in einer Stadt, die ich als aufstrebende und vitale, und eindrucksvolle Großstadt kennengelernt hatte, ja? Und, dasselbe ist, die die, äh die Alarmmeldungen, die da den ganzen Tag über und die Nacht über kommen. Es ist keine äh, es ist Wirklichkeit. Und, ich finde, dass es wirklich sehr schwierig ist, wenn man in einem, wie sagt Koselleck, in einem Erfahrungsraum aufgewachsen ist, äh, der eben so war, nämlich gesichert, friedfertig, gesittet, man plötzlich mit ganz anderen Dingen zu tun. Das ist das eine und eine andere Erfahrung natürlich, die einen sehr stark beeindruckt, ist, dass eine Gesellschaft standhält. Also, dass, äh, eine Gesellschaft, ich weiß nicht, wenn es auf uns zukäme, äh, von heute auf morgen aus der Bahn geworfen zu sein, die Alltagsroutinen in Frage gestellt. Äh, also, was würde da passieren? Welche Panik, welche Hysterie, und, Chaos würde ausbrechen. Und, wenn Sie jetzt sehen, dass dort daran gearbeitet wird, sozusagen jenseits von allen heroischen, Gesten, dass die Züge, pünktlich sind, dass die Metro fährt, dass die Arbeit weitergeht, dass, die, Theater, weiterarbeiten, dass es Konzerte gibt, dass die Leute Wert darauf legen, dass sie ihr, äh, sozusagen die Würde des Alltags beibehalten. Ja, das ist, ähm also für mich, ich bin ja kein Militär und ich kenne mich auch nicht in militärischen Dingen aus. Das ist für mich eigentlich der Beleg, für die Stärke, einer Gesellschaft, die äh, die es sich nicht nehmen lässt, auch unter den extremen Bedingungen, der Bombardierung, der Beschießung, der Zerstörung, der Infrastruktur, sozusagen festzuhalten äh, an dem Leben, das sie gewohnt ist und das sie verteidigen wird. Das ist für mich eigentlich der Hauptausdruck, der Revolution der Würde, wenn Sie so wollen. Karl Schlögl, herzlichen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben über, naja, wir sind nicht so weit gekommen, aber vielleicht wird es ja mal die Möglichkeit geben für ein zweites Gespräch. Ich habe so viele Dinge, die ich Sie noch fragen möchte, so viele Dinge, die ich vertiefen möchte, gerade auch was die Zeitgenossenschaft betrifft. Aber für heute danke ich Ihnen, dass Sie da waren und sage nochmal herzlichen Glückwunsch zum Friedenspreis. Wir werden das verfolgen und herzlichen Dank an Sie und an euch, dass Sie zugehört haben und zugehört habt diesem Blomcast. Die Blomcast-Gemeinde wächst und es wird auch immer wieder deutsche Folgen geben.
In der Zwischenzeit kann ich nur sagen, abonnieren Sie, sprechen Sie mit all Ihren Freunden und Ihren Lieblingsfeinden, sagen Sie dies allen Menschen, die sowieso schon dieser Meinung sind, besonders auch denen, die diese Meinung völlig unmöglich finden. Ich finde es interessant, mich mit Ihnen allen zu unterhalten. Also, bis bald.